Herzlich willkommen zum Webinar Agent Assist in jedem CRM-System. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Bettina Zambo und ich freue mich, Sie durch das Webinar zu begleiten. Wir zeigen Ihnen heute, wie KI-Unterstützung direkt im vertrauten CRM-System den Arbeitsalltag nicht nur einfacher, sondern auch effizienter machen kann. Und das ohne große Umstellung. Im Mittelpunkt steht dabei die Praxis. Wir geben einen Einblick in Tools, die heute schon produktiv im Einsatz sind. Also keine Theorie, sondern echte, einsatzbereite Unterstützung. Ein zentrales Element dabei ist das LinkDead Softphone, das Numan Kairul gleich im Detail vorstellen wird. Es dient als Schnittstelle zu einer Reihe von KI-basierten Funktionen und lässt sich nahtlos in das bestehende CRM integrieren. Agent Assist setzt genau dort an, wo im Alltag oft wertvolle Zeit verloren geht. Die KI hilft zum Beispiel, Daten automatisch ins CRM zu übernehmen, erkennt relevante Stichwörter im Gespräch und erstellt direkt im Anschluss eine Zusammenfassung des Telefonats, die im CRM gespeichert wird. Und das Beste daran? Alles läuft komplett lokal. Ihre Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt Ihr System. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle und profitieren von maximaler Datensicherheit. Der Einsatz von Agent Assist bedeutet für Sie weniger Aufwand, weniger Fehler und zufriedenere Mitarbeiter. Und das wirkt sich spürbar positiv auf den Kundenservice aus. Gleich starten wir mit einer Live-Demo direkt in Salesforce. Numan zeigt, wie Agent Assist konkret funktioniert. Anschließend zeigen wir Ihnen noch, wie sich die Lösung in andere CRM-Systeme integrieren lässt. Also lassen Sie sich inspirieren und jetzt weiter zu Numan. Ja, vielen Dank, Bettina, für die nette Überleitung. Mein Name ist Numan Kairul und ich darf jetzt durch die 3 Szenarien führen. Das erste Szenario wird sein, dass der Kunde anruft. Er kommt direkt zu einem Bot, weil die Warteschlange belegt ist. Der Bot beantwortet ihm wesentliche Fragen und dann, wenn es zum eigentlichen Tun kommt, will der Kunde natürlich mit einem Menschen verbunden werden. Fall 2, der Kunde kommt zum Menschen, zum menschlichen Mitarbeiter. Alle Informationen, die vom Bot gesammelt worden sind, sind im CRM abgelegt worden und werden mit dem Anruf dem Mitarbeiter weitergeleitet. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt nicht nur den Anruf, sondern auch die dokumentierte Anliegenscase zugeschickt. Während dem Anruf, während dem Gesprächs ist der Echo Advisor im Hintergrund, der dann kontextbezogen Informationen dem Mitarbeiter liefert, damit er schnell die Fragen beantworten kann und auch schneller einen Zugriff hat auf gewisse Aktivitäten und Informationen. Im dritten Step, nach dem Gespräch, werden wir dann eine Gesprächszusammenfassung sehen und die automatische Kategorisierung des Anrufs. Gehen wir mal gleich zum ersten Case. Das heißt, wir rufen jetzt mal die Hotline an. Ist natürlich belegt. Willkommen bei der Kronos Bank. Derzeit sprechen alle unsere Mitarbeiter. Ich bin Ihr digitaler Agent. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte einen Wohnkredit über 300.000 Euro aufnehmen. Bin ich da richtig bei Ihnen? Einen Moment bitte. Sie können einen Wohnkredit über 300.000 Euro aufnehmen. Das geht online, telefonisch oder in einer unserer Filialen. Möchten Sie weitere Informationen dazu? Ja, bieten Sie fixe oder auch variable Zinssätze an? Ich suche schnell nach den Informationen. iCronus Bank bietet mehrere Optionen für die Finanzierung, darunter feste Zinssätze und auch variabel verzinste Kredite. Möchten Sie eine Beispielrechnung dazu? Nein, ich möchte einen Wohnkredit aufnehmen. Können Sie mich bitte zu einem menschlichen Mitarbeiter verbinden? Natürlich, ich verbinde Sie direkt mit einem menschlichen Mitarbeiter. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bitte bleiben Sie kurz in der Leitung. So, der Use Case 1 ist abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt
informiert worden, ich weiß, dass ich einen Wohnkredit aufnehmen kann und will jetzt einen Wohnkredit aufnehmen. Im zweiten Step wird jetzt der Anruf zu einem menschlichen Mitarbeiter weitergeleitet. Ich wechsle mal den Screen schnell. Moment. So. Genau. Ich befinde mich jetzt hier als in Salesforce. Im Hintergrund befindet sich das Echo, der Echo Advisor, der jetzt mir beim Gespräch die Hinweise geben wird, die Unterstützungen anbieten wird, kontextbezogen. Die Linked Core Maschine, das Callcenter Software, ist die Callcenter Engine, die die ganzen Gespräche routet und dem richtigen Mitarbeiter liefert. Und im Frontend, im Salesforce selber, befindet sich das Linked Software. Das Software selbst ist eine vollständige Integration in Salesforce. Das heißt, man kann hier einfach, indem man sich in Salesforce einloggt, schon telefonieren. Man braucht keine zusätzliche Software. Ein Browser genügt hier. Der Browser bietet die Standardfunktionalitäten an, die jedes moderne Softphone kann. Das heißt, bereit, nicht bereit. Ich kann hier den Work Mode ändern. Wir unterstützen auch mehrere Sprachen. Englisch, Deutsch, Französisch und Mandarin. Zusätzliche Sprachen können natürlich jederzeit hinzugefügt werden. Hier habe ich eine Ansicht von allen Warteschlangen, die ich zugeordnet bin. Ich sehe hier, wie viele Agenten zugeordnet sind, wie viele im Gespräch sind, wie viele bereit sind und die Anzahl der wartenden Anrufe. Ich sehe hier, hier wartet schon ein Kunde oder ein Anrufer knapp 1,5 Minuten. Also lassen wir nicht länger warten und ich schalte mich mal auf bereit. So, gut. Und was passiert jetzt? Ich bin auf bereit geschaltet. Es klingelt bei mir. Ich kann hier jetzt abheben oder ablehnen. Und im Hintergrund ist der Kundendatensatz schon aufgepoppt. Ich sehe hier die wichtigsten Informationen vom Kunden, ein paar Eckdaten, die natürlich frei konfigurierbar sind, die Telefonnummer vom Kunden und die Warteschlange, wo der Kunde angerufen hat. Weiter sehe ich hier das Attachment als den Case, der im Hintergrund vom Bot erstellt worden ist. Ich kann hier draufklicken und sehe hier auch schon unter Details das, was mit dem Bot besprochen worden ist und was der Kunde wünscht. Also hier im Sinne von, dass ein Wohnkredit über 300.000 Euro aufnehmen will und mit einem menschlichen Mitarbeiter verbunden werden will. Ich hier mal ab. So, und was sehen wir jetzt? Das ist mit einem aktiven Gespräch. Die Buttons sind neu. Hier habe ich jetzt völlige Call Control. Ich kann halten, legen, weiter verbinden, Conference Calls machen, auflegen, also sämtliche Call Controls durchführen. Hier habe ich eine Liste von Attached Item, Call Attached Data nennt man das auch hier, wo CRM-Objekte enthalten sind, die relevant für einen Anruf sind. Dazu kommen wir nachher noch später. Hier habe ich ein Notizfeld, der Kunde habe ihn informiert. Die ich jetzt zum allgemeine Tätigkeiten durch, also allgemeine Logs, Notizen hinzufügen kann. Und weiter unten sieht man auch Shortcuts. Falls ein Kunde anruft mit einer unbekannten Telefonnummer, könnte ich jetzt einen Kontakt direkt erstellen oder auch einen neuen Case erstellen. Das brauche ich jetzt nicht, weil der Bot für mich die Arbeit schon erledigt hat. Das heißt, diesen Case hier. Während dem Gespräch kommt der Kunde drauf, dass er natürlich nähere Informationen zu seinem Wohnkredit wünscht und auch seinen Status haben will über seine alten Anliegen, die noch offen sind. Und während dem Gespräch kommt er auch drauf, okay, er hat seine Kreditkarte verloren und möchte daher seine Ersatzkarte bestellen. Und man sieht hier, man sieht hier auch, dass hier zur Laufzeit die einzelnen Objekte aufpoppen. Das heißt, man sieht hier eine Verlinkung zu sämtlichen Anliegen, Cases. Der Mitarbeiter kann sich jetzt durchnavigieren und sieht halt auch, was der Kunde in den vorherigen Gesprächen gewünscht hat. Man sieht ja immer wieder Fragen zu einem Kredit. Zum Thema Wissen, Wohnkredit hat der Kunde bestimmte Fragen gehabt, tiefergehende Fragen. Hier ein Link zur
Knowledge Base, wo auch hier der Mitarbeiter dann detaillierte Informationen sich raussuchen kann und dem Kunden beantworten kann. Zum Thema Kreditkarte verloren, bekommt hier eine Nummer geliefert, die er dann mittels Klick wählen und den Kunden so weiter verbinden kann oder auch einfach den Kunden kommunizieren kann. Informationen für eine Ersatzkarte sind hier auch beschrieben, damit der Mitarbeiter auch weiß und die wichtigen Schritte nicht vergisst, dass er zum Beispiel die Kreditkarte sicherheitshalber sperren lassen soll. Jetzt hat der Kunde alle Informationen bekommen, er legt auf, oder ich lege auf, und jetzt kommt die letzte Phase. In der letzten Phase erstellt der AI-Bot noch eine Zusammenfassung. Ich als Mitarbeiter kann natürlich die Zusammenfassung nochmal anpassen. Jetzt wird natürlich meine Erklärung oder meine Beschreibung zusammengefasst. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ich lösche alles Irrelevante aus. Ich schaue, ob sonst alles passt und begebe mich dann wieder auf Bereit. Ich bin aktuell im Nacharbeitsstatus, das heißt, ich kann noch meine Dokumentationen abschließen. Ich könnte jetzt noch einen Case weiter bearbeiten, alles was notwendig ist, um den Fall abzuschließen. Dann schalte ich mich wieder auf Bereit. Ich habe alle meine Tätigkeiten erledigt und sehe jetzt einen Call-Log. Den Call-Log sieht man normalerweise nicht mit dem Hintergrund erstellt. Aus der Demo-Gründen zeige ich den jetzt her. Was wird im Hintergrund alles aufgenommen? Man sieht hier die Details, das heißt, wann ist der Call gestartet, wann ist der Call geendet. Ich sehe die Call Duration, ich sehe die Kommentare, was ich abgeliefert habe, und das ist neu, eben die Themen, in denen es in dem Gespräch gegangen ist. Das ist automatisch erstellt worden. Man kann eben Themengruppen in der Config erstellen und die werden dann je nachdem, was diskutiert worden ist, hier automatisch eingetragen. Klassische Informationen wie die Rufnummer vom Kunden, die Dialed-Nummer, das ist die Nummer, die der Kunde angerufen hat, und die Line-Nummer, das ist meine Nummer, also die Durchfall, wo er durchgekommen ist, wird auch dokumentiert. Das Summary hier noch einmal und auch CRM-relevante Informationen sind hier zu finden. Man sieht, mit welchem Kunden ich gesprochen habe und zu welchem Case das Ganze, um welchen Case das Ganze gegangen ist. Das heißt, hier haben wir noch einmal eine eindeutige Dokumentation des Anrufs. Man kann das Ganze auch im Softphone in der Nachrichten, eine Call-Historie sehen. Hier sehe ich auch, ich habe mit einem Kunden gesprochen, Telefonnummer, Warteschlange, wann der Call eingegangen ist. Und wenn ich aufs Pluszeichen klicke, sehe ich auch noch den Case, der bearbeitet worden ist oder um den es ging. Ja, so viel jetzt zu den 3 Use Cases. Ich hoffe, das hat einen guten Überblick gegeben und ich gebe dann wieder zurück an Bettina. Danke, Numan. Was Numan Ihnen gerade gezeigt hat, sind die Agent Assist-Funktionen vor, während und nach dem Gespräch. Diese Funktionen gibt es natürlich nicht nur in Salesforce, sondern überall, wo Sie das LinkDAT Softphone benutzen möchten. Wir möchten Ihnen jetzt noch zeigen, wie das in 2 weiteren Systemen aussehen kann. In Microsoft Dynamics 365 und in SAP. Beginnen wir mit Dynamics. Hier sieht die Schlüsselworterkennung so aus. Sobald wir auf Bereit wechseln, erhalten wir den ersten Anruf. Die Kundin wählte die Demo Echo Sales Hotline. Wir sehen ihren Namen, Diana, und ihren Kundendatensatz automatisch in Dynamics. Mit diesem Anruf demonstrieren wir die Echtzeit-Keyword-Spotting-Funktion von LinkDAT Echo. Diana erwähnt zuerst ihre Bandbreite. Echo zeigt uns sofort eine Info aus der Datenbank. Die Kundin könnte 1000 Mbit bestellen. Als die Kundin fragt, ob sie dafür ihren Router wechseln muss, erhalten wir einen Link zur Wissensdatenbank, wo wir alles nachschlagen können. Diana hat die Anleitung leider verloren, aber uns wird sie dank Echo bei der Erwähnung sofort angezeigt und wir können ihr helfen. Nach einem positiven Gesprächsverlauf möchte die Kundin ihren neuen Vertrag gerne per E-Mail erhalten.
Echo bietet uns eine Vorlage dafür an. Am Ende möchte Diana das Produkt direkt bestellen. Wir sehen die entsprechende Durchwahl und können die Kundin sofort weiterleiten. Nach dem Gespräch können wir noch eine Notiz speichern, die in der Kundenhistorie von Dynamics abgelegt wird. Und in SAP CX funktioniert die Live-Unterstützung so. Beim Keyword Bandbreite bekommen wir sofort eine Info aus der Datenbank. Als die Kundin Modem erwähnt, wird ein Link zur detaillierten Anleitung angezeigt. Beim Wort Angebot werden passende CRM-Datensätze, in diesem Fall offene Angebote, aufgelistet. Zum Keyword Rechnung wird uns eine Nummer zur Weiterleitung in die richtige Abteilung vorgeschlagen. Am Ende eines Gesprächs können wir in der automatischen Nacharbeitszeit noch eine Notiz verfassen. So kann das in jedem System aussehen, das Sie benutzen. Unsere Softwareentwickler entwerfen für Sie passend zum System auch nützliche Shortcuts und Features wie die Datensatzsuche und die Auflistung von Informationen. Das war unser Webinar Agent Assist in jedem CRM-System. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir haben heute gesehen, KI-gestützte Agent Assist Tools können den Arbeitsalltag im CRM deutlich erleichtern. Mit weniger Aufwand, mehr Effizienz und spürbar besseren Ergebnissen. Und das funktioniert flexibel in allen gängigen CRM-Systemen und läuft vollständig lokal für maximale Datensicherheit. Wenn Sie Agent Assist selbst erleben möchten, laden wir Sie herzlich ein, eine individuelle Demo mit uns zu vereinbaren. Und noch ein kleiner Ausblick. In unserem nächsten Webinar zeigen wir, wie Microsoft Teams sich optimal integrieren lässt, um auch hier mit CRM-Systemen besser zusammenzuarbeiten. Alle Informationen dazu gibt es demnächst unter linked.eu, unserem Newsletter sowie unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.